Ja, hallo miteinander. Ich habe schon wieder ein Thema. Es hört irgendwie gerade nicht auf mit den Themen. Ich kann machen, was ich will. Es kommt gerade ein Ding nach dem anderen. Und zwar, was habe ich denn jetzt für ein Thema? Und zwar, ihr kennt es ja. Du hast hier den Blinker. Und wenn man den Hebel hoch macht, dann blinkt das natürlich. So, in die andere Richtung macht es das aber nicht mehr. Da ist nur noch der Antipper vorhanden. Aber wenn ich den Hebel ganz runter mache, geht es nicht mehr. Und was noch ist, wenn ich lenke, holt er den quasi nicht mehr zurück. Sprich, das Teil ist sehr wahrscheinlich am Arsch. Ja, ich werde mich heute damit beschäftigen, das Teil auszubauen und einen nicht neuen gebrauchten werde ich einbauen. Ich habe hier nämlich noch einen auf Halde liegen. Den würde ich tatsächlich einbauen. Und hoffen, dass das danach funktioniert. Und was das für ein Aufwand ist, dieses Teil auszubauen, ist unglaublich. Ihr werdet sehen, ich muss das Lenkrad wegmachen, inklusive Airbag und so weiter. Also es ist ein riesen Klapperadatsch, um dieses Teil zu tauschen. Es ist echt nervig. Alright, in diesem Sinne, ich fange mal an. Als allererstes müssen wir die Lenksäule komplett rausfahren. So, jetzt ist die komplett ausgefahren. Jetzt sind hier hinten quasi so Löcher. Quasi hier so raus. Dann schieben wir den da hinten rein. Und dann drehen wir das kurz raus. Los, schätze ich mal. Gucken wir mal. Ja, der löst sich schon. Dann auf der anderen Seite ist auch so. So, auf der Seite dann auch. So, die Schraube raus. Dann sieht man schon, der kommt hier direkt raus. Die komplette Einheit. Und dann kann man die einfach so abmachen. Und dann hat man hier bis einmal der Airbag, bis einmal die Knopfbelegung auf dem Airbag, also die Taster hier. Kann man den mal hier so überlegen. Und dann haben wir hier diesen ganzen Klapperadatsch. Dann müssen wir jetzt hier aufmachen. So. Dann müssen wir hier Rätsche dran. Und dann ist das Ding fest. So, das war's schon. Also, jetzt ist das gelöst. Da kommt nachher ein Schraubenkleber wieder drauf, damit sich das nicht aufrüttelt. Das wäre ja fatal. So, und jetzt kann ich das Lenkrad schon ziehen. Also, das müsste jetzt hier ohne Probleme. Mal gucken. So ist es schon. Die Kabel vorsichtig. So, jetzt müssen wir hier die Schrauben hier öffnen. Mit dem Teil muss man echt vorsichtig sein. Ich sehe auch, ist gut, dass wir es mal öffnen. So viel Staub wie da drin ist. Sollten wir das Teil mal vielleicht ein bisschen sauber machen. Weil viele kriegen mit dem Teil nämlich irgendwann mal Probleme. So.
Und diesen Ring hier am besten hier drauf lassen. Dann kommt ihr nicht in die Situation, dass das Teil hier drauf sitzt nachher aus Versehen. So, jetzt können wir hier gucken. Man hört es auch. Der hört sich nicht mehr gesund an. So, als nächstes müssen wir hier diese 3 Schrauben hier öffnen. So, nice. Nummer 2. Und die 3. So, sprich, den müsste man so ziehen können. Jetzt ist der schon draußen, ja. Und jetzt müssen wir das von dem trennen können. Ah, geht nicht ganz so. So, jetzt ist das dann mal weg. Die Schraube tun wir mal zu den anderen. So. Und warum der kaputt gegangen ist, sieht man jetzt hier ganz klar. Da ist Sand drin. Der Sand ist bis hier rein. Also der Sand ist in jeder Ritze und Ecke und so. Jetzt lecke ich euch mal dahin und ich zeige euch mal was. Also da ist der Sand dran und was mir jetzt aufhört, da ist ja dieser Stift hier. Und wenn man diesen Stift drückt, dann geht der quasi wieder auf Position, weil hier an der Längssäule ist dieser Kunststoffring hier. Der drückt dann quasi, wenn man wieder in Richtung gerade geht, stellt er wieder um. So funktioniert das im Prinzip. Und jetzt merkt man hier, da will er nicht. Ja, manchmal tut er, aber eher nicht so. Und wenn man sich das anschaut, ich zeige euch das mal. Ich brauche gar kein neues Teil, so wie es aussieht. Ich würde jetzt hier einfach an die Gelenke so, und hier vielleicht auch ein bisschen. So, und dann können wir ja mal gucken, wie sich jetzt verhält. So ein bisschen umstellen. So, und jetzt mal schauen. Ne, geht immer noch nicht. In die Richtung geht's. In die Richtung jetzt auch. So. Ja, jetzt scheint sich das wieder eingegruft zu haben. Also man muss das Teil gar nicht tauschen, so wie es aussieht. Da ist halt einfach so viel Dreck drin, so wie es aussieht. Und jetzt machen wir das einfach wieder geschmeidig. Man könnte es natürlich auch austauschen, weil wer weiß, wie lange hebt es. Aber da ist ja schon echt einiges an Sand drin. Das geht auch tatsächlich mit diesem Schleifring. Ja, die gibt es nicht mehr, deshalb aufpassen auf die. Mit dem Schleifring ist das auch so. Die Schleifringe, das sind so Sensoren, so ringsrum, und die werden schmutzig und dann funktionieren die nicht mehr richtig. Man kann den kompletten Schleifring zerlegen, das habe ich schon mal gemacht. Dazu werde ich auch mal ein Video machen. Man kann den komplett zerlegen und reinigen und dann funktioniert er wieder. Was bei mir auch schon seit einer ganzen Weile nicht mehr funktioniert, ist der Tempomat. Da vermute ich auch, dass
Hebel hier nicht mehr richtig funktioniert. Den hätte ich jetzt auch noch. Und den baue ich jetzt noch mit ein. Allerdings ist das nicht der gleiche Hebel, sondern der Hebel hat noch eine Funktion mehr. Eine Sprachsteuerungsfunktion hat er noch zusätzlich. Das ist nämlich dieser hier. Da ist noch ein zusätzliches Kabel drin und ein zusätzlicher Hebel. Ich hätte sogar das Steuergerät dazu noch. Vielleicht baue ich das auch noch ein. Den habe ich mit Kontaktspray und mit Silikon. Wie heißt das? Silikonspray. Habe ich quasi den bearbeitet. Also hier quasi habe ich nur so in diese Gelenke habe ich so ein bisschen Silikon reingemacht, damit das alles schön sich wieder schön smooth bewegen kann in den Gelenken. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe hier hinten, also wir machen den Stecker mal schlapp. So, ich habe hier jetzt hinten in diese Löcher hier überall euch schön was reingemacht. Hier den Stecker, hier überall wo so Kontaktstellen sind, dass der so richtig durchgelaufen ist. Also quasi alle Löcher hier, diese kupferfarbenen, habe ich damit bearbeitet und überall was rein und überall ordentlich schön und dann ein bisschen schütteln, dass der Saft da wieder rauskommt. Dann schön gängig machen. So. Und tatsächlich war das die Lösung am Schluss. Der funktioniert jetzt wieder tadellos. Ist die Frage, wie lange tadellos funktionieren wird. Das werden wir rauskriegen. Aber jetzt antippen funktioniert. Das hat nämlich davor nicht funktioniert. Nur in die linke Richtung. Und was auch nicht funktioniert hat, wenn ich komplett runter gedrückt habe. Hat er auch nicht funktioniert. Funktioniert jetzt auch wieder. Und was auch funktioniert ist, dass er da wieder auf 0 geht. Das macht er in beide Richtungen jetzt wieder. Da war so viel Sand drin. Man müsste ihn wahrscheinlich mal zerlegen komplett. Aber dazu habe ich jetzt keinen Bock. Das mache ich in einem anderen Video mit dem neuen gebrauchten. Da mal ein extra Video damit, hätte ich jetzt gesagt. Also da muss man wirklich sehr, sehr akribisch sein und vorsichtig sein bei der Montage dieses Teiles, dass da nichts schief läuft. Der Bereich ist nicht ohne. Das zum Beispiel ist falsch. Wenn ich das so mache, wird das hier eingequetscht. Also muss das Kabel hier wieder raus. Das ist echt wichtig, dass man das erkennt, wie das Kabel läuft. Weil wir hier auch noch ein bewegliches Teil haben, muss das 100% stimmen. So. Jetzt ist okay, das da. So, das ist auch in Ordnung. Jetzt müssen wir das Teil. Sodele.
So, dann kommt der. Der Schleifring. Ich mache auch hier. Überall Kontaktspray rein. So, dann machen wir hier noch die Schrauben rein und dann testen wir das Ganze mal beim Fahren, ob jetzt wieder alles funktioniert. Also ich schraube jetzt mit Absicht noch nicht alles zusammen, weil wenn es nicht funktioniert, brauchen wir ja die ganze Arbeit nicht machen. Aber so ein bisschen halten sollte das schon, weil da doch ein paar Kabel dranhängen. So, jetzt mache ich mal schön Test Drive. So, jetzt sieht man ja hier BAS, ESP und jetzt muss ich quasi nicht wahr, so einmal Lenkrad in die eine Richtung. So, und schon ist der Fehler weg. That's it. So einfach ist es. So, jetzt mache ich mal eine Testfahrt, um zu gucken, ob alles funktioniert. Und mit Blinken. Und was ich ja wissen will, ist, ob der Tempomat auch wieder funktioniert. Und das geht's ja jetzt erstmal. Alright, dann machen wir mal eine Testfahrt. So, Tempomat funktioniert wieder. Funktioniert alles wieder. Sehr geil. So, Testfahrt war erfolgreich. Ich habe auch keine Fehler. Also fehlerfrei. Fernlicht funktioniert. Tempomat funktioniert auch wieder. Also das war eine sehr erfolgreiche Geschichte. Und auch das Blinken, das Zurückholen, aber das genau funktioniert auch wieder. Er blinkt. Das war eine absolut Top-Reparatur und man muss dieses Teil gar nicht tauschen. Also in meinem Fall. Das hier hat auch nicht funktioniert. Ich glaube aber, dass das jetzt, nachdem ich es bearbeitet habe, wieder funktioniert. Es ist halt einfach Dreck, Staub, irgendwas drin und dann springt der nicht mehr zurück. Ich habe gedacht, ich muss das Teil tauschen. Ja, jetzt weiß ich es besser. Jetzt schraube ich alles vollends noch zusammen und dann war es das schon wieder. Ein neues Video.
So, erfolgreiche Reparatur. Juhu! Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo und ein Like, ein Kommentar, whatever. Bis zum nächsten Mal. Ciao! What? Yeah.